Was unterscheidet eine stagnierende Zivilisation von einer aufblühenden? Die Antwort liegt nicht in der Technologie, nicht in den Gesetzen und nicht einmal in der Bildung. Die Antwort liegt in etwas viel Elementarerem, im Geld. Geld ist das Nervensystem unserer Zivilisation. Es entscheidet, welche Ideen verwirklicht werden und welche verkümmern. Aber seit 50 Jahren leben wir in einem gefährlichen Experiment, einem System ohne natürliche Begrenzung. In den nächsten 15 Minuten zeige ich dir, warum dieses Experiment gerade scheitert und wie eine freiwillige Lösung den Weg für eine völlig neue Form der menschlichen Zivilisation ebnet. Willkommen zur Geschichte von Bitcoin und der Zukunft der Menschheit. 1971 trennte US-Präsident Nixon den Dollar vom Gold. Damit begann das größte monetäre Experiment der Menschheitsgeschichte. Geld ohne intrinsische Knappheit. Die Theorie klang verlockend. Zentralbanken könnten die Wirtschaft steuern, Krisen verhindern und Wohlstand für alle schaffen. Die Realität sieht aber leider anders aus. Seit 1971 hat der US-Dollar über 98% seiner Kaufkraft verloren. Der Euro seit seiner Einführung 2002 etwa 40%. Das bedeutet, was deine Großeltern für 100 Mark kaufen konnten, kostet heute das Fünffache. Aber das ist nur der Anfang. Der französische Ökonom Richard Cantillon beschrieb bereits im 18. Jahrhundert, was heute als Cantillon-Effekt bekannt ist. Wenn neues Geld in ein System fließt, profitieren die Ersten überproportional, bevor die Inflation die breite Masse erreicht. Studien der Bank für internationalen Zahlungsausgleich zeigen, quantitative Lockerung, also Gelddrucken, hat Vermögenspreise wie Aktien und Immobilien explodieren lassen, während Reallöhne stagnierten. Die Vermögensungleichheit erreichte historische Höchststände. Das System belohnt nicht mehr die produktivsten Mitglieder der Gesellschaft, sondern jene, die dem Gelddrucker am nächsten stehen. Banken, Regierungen, Großkonzerne. Der durchschnittliche Mensch, der verliert. Jeden Tag. Schleichend. Aber das Fiat-System trägt die Saat seiner eigenen Zerstörung in sich. Die Schuldenlasten werden untragbar. Die Kaufkraft schwindet. Das Vertrauen erodiert. Und genau hier beginnt die Geschichte von Bitcoin. 2009 veröffentlichte eine anonyme Person unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto ein White Paper. 9 Seiten, die die Welt verändern sollten. Bitcoin war geboren. Aber Bitcoin ist mehr als digitales Geld. Es ist die Verwirklichung dessen, was Ökonomen der österreichischen Schule wie Karl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek als ideales Geld beschrieben haben. 21 Millionen Bitcoin, absolute Knappheit, nicht eine Einheit mehr. Diese Begrenzung ist mathematisch im Code verankert und kann nicht verändert werden. Nicht von Regierungen, nicht von Banken, nicht von irgendeiner zentralen Autorität. Kein einzelner Kontrollpunkt, absolute Dezentralisierung. Zehntausende unabhängige Knotenpunkte weltweit verifizieren jede Transaktion. Das Netzwerk gehört niemandem und gleichzeitig allen. Portabilität und Teilbarkeit. 1 Milliarde $ kann mit einem Mausklick über Kontinente hinweg bewegt werden. Gleichzeitig ist Bitcoin bis auf die 8. Dezimalstelle teilbar. Perfekt für Mikrotransaktionen. Verifizierbarkeit. Jeder kann zu jeder Zeit die gesamte Transaktionshistorie überprüfen. Totale Transparenz bei gleichzeitiger Pseudonymität. Ludwig von Mises schrieb im Theory of Money and Credit: Ein gesundes Geldsystem ist das Fundament einer prosperierenden Gesellschaft. Bitcoin erfüllt alle Kriterien gesunden Geldes und noch mehr. Eine Studie der Cambridge University dokumentiert,
Über 100 Millionen Menschen weltweit nutzen Bitcoin. Tendenz exponentiell steigend. Das Fidelity Digital Asset Research zeigt, Bitcoin hat in den letzten 10 Jahren alle anderen Anlageklassen übertroffen. Nicht durch Spekulation, sondern weil es einen fundamentalen Wert darstellt. Und zwar unveränderbare digitale Knappheit. Forscher der Princeton University beschreiben Bitcoin als die größte monetäre Innovation seit der Erfindung der Goldprägung. Bitcoin ist nicht perfekt, weil ein Komitee es so designt hat. Es ist perfekt, weil es evolutionär entstanden ist, durch freiwillige Akzeptanz. Millionen von Menschen weltweit haben entschieden, dies ist besseres Geld, und mit jedem Tag, an dem das Netzwerk läuft, wird diese Wahrheit offensichtlicher. Um zu verstehen, warum Bitcoin die Zivilisation transformieren wird, müssen wir die österreichische Ökonomielehre verstehen. Das zentrale Prinzip: wirtschaftliche Berechnung funktioniert nur mit ehrlichen Preissignalen. Friedrich Hayek erhielt 1974 den Nobelpreis für seine Arbeit über die Wissensfunktion von Preisen. Seine Erkenntnis: Preise sind nicht einfach Zahlen. Sie sind das kondensierte Wissen von Millionen von Menschen über Knappheit, Präferenzen, Möglichkeiten. Wenn Geld inflationiert, werden diese Signale verzerrt. Unternehmer treffen falsche Investitionsentscheidungen. Ressourcen fließen in unproduktive Projekte. Die berühmten Boom-and-Bust-Zyklen entstehen nicht durch Marktversagen, sondern durch monetäre Manipulation. Stell dir vor, du bist Unternehmer. In einer inflationären Welt siehst du steigende Preise und denkst, die Nachfrage wächst. Also investierst du, stellst ein, expandierst. Aber die Nachfrage ist nicht real gewachsen. Nur das Geld wurde vermehrt. Wenn die Inflation die breite Masse erreicht, bricht deine Kalkulation zusammen. Entlassungen, Insolvenzen, Krise. Mit Bitcoin, einem Geld mit fixer Menge, verschwinden diese Verzerrungen. Die Kaufkraftverteilung wird gerecht. In einem Bitcoin-Standard kann niemand mehr einfach Geld drucken. Kaufkraft entsteht nur dort, wo echter Wert für die Gesellschaft geschaffen wird. Wer anderen dient, wer innoviert, wer Probleme löst, der wird belohnt. Studien zur Deflation zeigen, in Zeiten sinkender Preise steigt der reale Lebensstandard. Menschen können mehr kaufen mit weniger Geld. Die Sparquote steigt. Langfristige Planung wird möglich. Japan erlebte 2 Dekaden leichter Deflation und gleichzeitig technologische Durchbrüche, steigende Produktivität und eine der niedrigsten Armutsraten der Welt. Die Schweiz, mit einer der härtesten Währungen Europas, hat das höchste Pro-Kopf-Einkommen, exzellente Infrastruktur und eine florierende Wirtschaft. Das Prinzip ist simpel. Wenn Geld seinen Wert behält oder steigt, wird jeder Mensch reicher, weil die Produktivität der gesamten Gesellschaft allen zugutekommt. Und das ist erst der Anfang. Warum sind unsere Gesellschaften so polarisiert? Warum toben immer härtere politische Kämpfe? Die Antwort ist verstörend einfach, weil zu viel auf dem Spiel steht. In einem Fiat-System kontrolliert der Staat enorme Ressourcen. Wer die Wahl gewinnt, kontrolliert Billionen. Also wird jede Wahl zum Existenzkampf. Jede politische Entscheidung spaltet die Gesellschaft. Ludwig von Mises schrieb: Der Markt ist Demokratie, wo jeder Euro eine Stimme hat. Und zwar jeden Tag. In einem freien Markt auf Basis von hartem Geld entscheiden nicht Politiker, welche Schulen, Krankenhäuser oder Infrastrukturen gebaut werden. Das entscheiden die Menschen selbst durch ihre freiwilligen Entscheidungen. Zur Bildung: Private und freie Schulen können experimentieren, innovieren, auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Schlechte Schulen verlieren Schüler.
Gute wachsen. Keine Bürokratie, keine politische Bevormundung. Und zur Gesundheit? Im freien Markt konkurrieren Anbieter um die beste Versorgung. Preise sinken durch Innovation, wie in allen freien Märkten. Vergleiche die Kosten für LASIK-Operationen, einen freien, wettbewerbsorientierten Markt, mit der traditionellen, staatlichen, regulierten Gesundheitsversorgung. Der Unterschied ist ein klares Plädoyer für die Freiheit. Elinor Ostrom erhielt den Wirtschaftsnobelpreis für ihre Forschung und zeigte, Gemeinschaften können Ressourcen besser verwalten als zentralisierte Behörden. Studien des Mercator Center belegen, Länder mit höheren wirtschaftlicher Freiheit haben bessere Bildung, Gesundheit und Lebensqualität. Bitcoin macht Politik weniger wichtig. Wenn der Staat nicht mehr unbegrenzt Geld drucken kann, schrumpft seine Macht natürlich. Die Energie der Gesellschaft fließt von Konflikten zu Kooperation, von Spaltung zu Schöpfung. Und hier, genau hier, liegt der Schlüssel zur höheren Zivilisation. Bildung. Nicht die Bildung, die wir kennen. Nicht Frontalunterricht, standardisierte Tests, das Auswendiglernen toter Fakten, sondern Bildung, die den Menschen entfaltet. In einem Bitcoin-Standard können Eltern und Gemeinschaften Bildung selbst finanzieren. Keine Abhängigkeit von staatlichen Budgets, keine politischen Lehrpläne, keine Bürokratie, die Innovation erstickt. Stattdessen entstehen freie demokratische Schulen, projektbasiertes Lernen. Orte, an denen Kinder lernen, wofür sie brennen. Ein Beispiel dazu ist die Sudbury Valley School in Massachusetts. Kinder entscheiden selbst, was sie lernen wollen. Keine Klassen, keine Prüfungen. Und das Ergebnis? Alumni haben Erfolgsraten über den nationalen Durchschnitt und berichten von tiefer Lebenszufriedenheit. Oder Hightech High in Kalifornien. Projektbasiertes Lernen. Schüler arbeiten an realen Problemen, bauen Roboter, entwickeln Apps, erforschen Umweltfragen. Sie lernen Empathie, Zusammenarbeit und intrinsische Motivation. Auch Montessori-Schulen weltweit zeigen, Kinder, die in ihrem eigenen Tempo lernen, entwickeln Selbstdisziplin, Kreativität und soziale Fähigkeiten. Peter Gray dokumentiert in Free to Learn: Intrinsische Motivation ist der stärkste Lernmotor. Kinder, die selbstbestimmt lernen, entwickeln tiefere kognitive Fähigkeiten und emotionale Intelligenz. Studien der Stanford University zeigen, projektbasiertes Lernen fördert kritisches Denken und Problemlösungskompetenz. Die Grundlagen für eine harmonische Gesellschaft. Stell dir vor, eine Generation von Kindern wächst auf, die nicht in Konkurrenz erzogen wird, sondern in Kooperation. Die nicht lernt, Befehle auszuführen, sondern Probleme zu lösen. Die nicht für Tests auswendig lernt, sondern aus Neugier erforscht. Diese Kinder werden die Welt nicht erobern wollen. Sie werden sie heilen wollen. Sie werden nicht gegeneinander kämpfen. Sie werden miteinander schaffen. Sie werden nicht von Angst getrieben sein, sondern von Liebe und Verbundenheit. Und ja, das ist möglich. Ich als ehemaliger Erzieher kann aus erster Hand bestätigen, dass Kinder durch projektbasiertes Lernen in den Projekten selber eine Empathie und Verbundenheit zu sich entwickeln können, durch tägliche Konflikte und Bedürfnisse, die auftreten, die Nährboden und Potenzial dafür bieten, über Gefühle und das Miteinander zu sprechen. Und das alles wird möglich, weil Bitcoin das monetäre Fundament legt. Ohne Inflation. Die Familien zwingt, beide Elternteile in Vollzeit arbeiten zu lassen. Ohne staatliche Monopole, die Bildung standardisieren und ersticken.
ohne politische Kämpfe die Spaltung säen. In einem Bitcoin-Standard haben Eltern die Zeit, die Ressourcen und die Freiheit, ihren Kindern die Bildung zu geben, die sie verdienen. Die Zukunft, von der wir sprechen, ist keine Utopie. Sie ist unvermeidlich. Das Fiat-System zerstört sich selbst. Mit jedem gedruckten Dollar, mit jeder neuen Schuldenkrise, mit jedem Vertrauensverlust. Bitcoin bietet die Alternative, nicht durch Zwang, sondern durch freiwillige Akzeptanz, weil es einfach besser funktioniert. Und wenn Bitcoin das monetäre Fundament bildet, folgt der Rest natürlich. Märkte, die effizienter sind als Bürokratien. Gesundheitssysteme, die heilen statt verwalten. Bildungssysteme, die entfalten statt indoktrinieren. Eine Generation von Menschen, die in Liebe und Verbundenheit aufwächst, nicht in Angst und Konkurrenz. Die Menschheit steht am Scheideweg. Wir können am alten System festhalten und zusehen, wie es unter seiner eigenen Dekadenz zusammenbricht. Oder wir können den Schritt wagen, den Schritt zu ehrlichem Geld, zu freien Märkten, zu echter Bildung, zum Aufstieg zu einer höheren Zivilisation. Bitcoin ist nicht nur Technologie. Bitcoin ist Hoffnung. Und Hoffnung, echte, fundierte Hoffnung, ist das Mächtigste, was die Menschheit besitzt. Wenn dieser Blick auf eine höhere Zivilisation mit dir resoniert hat, dann ist dieses Video erst der Anfang. Wir stehen am Beginn einer großen Transformation. Wenn du diesen Weg gemeinsam mit mir weiter erkunden willst, abonniere diesen Kanal und teile das Video mit Menschen, die heute Hoffnung brauchen. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns auf dem Weg nach oben.